Moin! Lasst euch von dem Motorenlärm nicht abschrecken, es ist so gewollt. Natürlich sind wir in Costa Rica, klar, liebe Grüße aus den Tropen. Aber ich wollte euch wirklich zeigen, wir sind hier mitten im besiedelten Gebiet und hier in den Tropen, da wird das immer nicht so eng getrennt zwischen Welt der Menschen und Welt der Tiere. Ironischerweise für das heutige Thema sind wir an einem Ort, wo die Welt der Dinosaurier damals ihren Untergang fand. Und zwar in der Nähe des Chicxulub-Kraters, wo der große Asteroid eingeschlagen ist, der dann einiges auf der Welt erstmal auf Eis gelegt hat. Und aus der Welt der Dinosaurier sind uns heute nur noch die Vögel geblieben. Also ihr kennt die Story mit dem T-Rex und dem Haushuhn, das kleine Downgrade, wenn man so will. Aus der Welt davor, also Krokodile und Insekten, da ist uns noch einiges geblieben, da haben wir Glück gehabt. Aber eben auch eine Art Tier, an die man da gar nicht sofort denkt. Und die wollen wir euch natürlich zeigen, deswegen schlagen wir uns mal ab ins Graue. Na, und da fällt der Groschen. Na klar, Leguane, ja, jeder kennt sie, jeder hat schon mal vom Leguan gehört. Und hier mitten in der Stadt, warum sitzen die hier? Natürlich sind Leguane ironischerweise Kulturfolger. Das bedeutet, dass sie sich also quasi den Menschen angeschlossen haben und in den Gebieten von Menschen auch leben. Hier werden sie natürlich angefüttert, ne? Wo man leichtes, verfügbares Essen bekommt, da geht man hin als Tier, würden wir genauso machen. Und hier sitzen die so imposant. Normalerweise, ihr hört es, dieser Motorgeräusche, daran haben die sich inzwischen gewöhnt. Klar, der Regenwald ist auch nicht still, aber hier muss man sich schon, das ist schon mal noch mal eine ganz andere Hausnummer. Und wenn wir an den Begriff Reptilien denken, dann ist natürlich der Leguan das Erste, was einem so im Sinn aufkommt. Also kein Tier steht so sinnbildlich für den Begriff wie der Leguan. Und hier ist nochmal ein wunderschönes Beispiel für ein prächtig gefärbtes Männchen, also auch der Geschlechtsdimorphismus. Der bleibt natürlich beim Leguan nicht unbemerkt. Hier ein Männchen mit diesem imposanten Kehllappen, mit dem sie einerseits um Weibchen werben, auf der anderen Seite natürlich aber auch ihr Revier markieren. Also das ist ein großes visuelles Zeichen, was sie damit setzen auf den exponierten Flächen, wo sie normalerweise sitzen. Dieser lange Schwanz und der Rücken, der mit den Dornen ähnlich verlängerten Schuppen quasi ausgekleidet ist, also ein Rückenkamm, der natürlich Dominanz vermitteln soll. Also alles an einem Männchen des Leguans soll Kraft ausdrücken und soll natürlich für die Fitness auch stehen. So, hier sitzen jetzt die Leguane, fressen sich satt an dem Zeug, was ihnen hingelegt wird. Hier seht ihr schon, die ernähren sich größtenteils vegetarisch. Also Früchte, Salat, Kohl, all das lieben sie und fressen sie in der Natur quasi auch. Das liegt jetzt nicht an uns Menschen. Das besondere Schmeckerle ist dann hier natürlich die Papaya, an der sie sich laben. Und die sitzen hier und klar, Leguane sind wechselwarme Tiere. Das bedeutet, die sind von ihrer Umgebungstemperatur abhängig. Auch bei so großen Tieren, ihr erinnert euch an die Bergmannsche Regel, also je größer das Tier, desto besser kommt es mit Temperaturschwankungen klar. Und auch hier bei den Leguanen haben wir natürlich diesen Fall, dass sie sich dann ganz oben auf Bäume setzen und sich da aufwärmen. Auf Galapagos schwimmen Leguane mit dem gespeicherten Temperaturvorrat, den sie von der Sonne bekommen haben, durchs eiskalte Wasser und ernähren sich da von Algen. Also Leguane gibt es in unheimlich vielen verschiedenen Farben und Formen auf unserer Erde und es sind wunderschöne Tiere, die sich ja natürlich auch in der Terroristik bei uns großer Beliebtheit erfreuen und hier so ein kleiner Gruß aus den Tropen sind. Noch haben wir bei uns im Botanischen Garten keine Leguane. Vielleicht können wir da als Bio-Studis noch ein bisschen was reißen. Ansonsten sehen wir uns entweder, wenn wir Glück haben, hier in Costa Rica oder eben da im alten Botanischen Garten.